Es ist Sonntagabend. Du sitzt irgendwo, vielleicht auf dem Sofa, vielleicht am Schreibtisch. Und plötzlich merkst du, das Wochenende ist vorbei. 2 Tage, einfach weg. Und du fragst dich: „Wo ist die Zeit geblieben?“ Und gleichzeitig kennst du das Gegenteil. 5 Minuten können sich manchmal wie eine Ewigkeit anfühlen. Warum vergeht manchmal Zeit sehr schnell und manchmal überhaupt nicht? Hallo und willkommen zurück zu Learn German with Falk. Ich bin natürlich Falk und dieses Gefühl kennst du auch, oder? Wenn die Zeit schnell oder langsam vergeht? Wenn die Zeit schnell vergeht, dann ist das ja eigentlich immer ein positives Zeichen. Das heißt, du achtest nicht auf die Zeit und die Zeit vergeht einfach und du merkst dann nach einer Weile: „Oh, es ist schon so spät, die Zeit ist so schnell vergangen. Oh nein, ich hätte noch mehr Zeit mit dieser Aktivität verbringen wollen.“ Aber nein, 1 Stunde oder 2 Stunden sind so schnell vorbei. Das sind oft Aktivitäten, bei denen wir Spaß haben. Bei Aktivitäten, bei denen wir Spaß haben, die spannend sind, die lustig sind, die uns unterhalten, da vergeht die Zeit sehr, sehr schnell. Oft oder manchmal zu schnell. Und wir sind traurig, dass die Zeit schon vorbei ist. Und dann das Gegenteil. Zum Beispiel in Situationen, die wir nicht mögen. Du kennst das beim Warten, wenn du in der Warteschlange stehst oder wenn du im Stau stehst, morgens im Auto. Oh, dann schaust du alle paar Sekunden auf deine Uhr und die Zeit will nicht vergehen. Du denkst dir, das kann doch nicht sein. Ich stehe doch schon mindestens 1 Stunde hier. Oder ich warte beim Arzt. Ich warte doch schon 1 Stunde, oder? Nein, nur 5 Minuten. Ah, ich kenne das. Du kennst das auch, oder? Dieses Gefühl. Zeit. Warum fühlt sich Zeit manchmal schnell und manchmal langsam an? Wann hattest du das letzte Mal das Gefühl gehabt, dass die Zeit geflogen ist? Kannst du dich erinnern? Das letzte Mal. Ich kenne das Gefühl sehr gut. Zum Beispiel beim Sport, beim Futsal. Ihr wisst vielleicht, ich spiele gerne Futsal und meistens ist diese Futsal-Session, die ist, ich glaube, 2 Stunden, 1,5 Stunden und da vergeht die Zeit wirklich wie im Flug. Sie vergeht super, super schnell. Ich denke dann: „Was? Schon 1 Stunde gespielt? Ich dachte, es wären erst 20 Minuten.“ Man achtet nicht auf die Zeit. Man ist voll konzentriert, man ist voll im Flow, voll im Element, im Fluss. Man genießt einfach und da vergeht die Zeit dann schnell. Bei mir ist das beim Sport, beim Futsal, beim Tischtennis. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde beim Joggen. Beim Joggen schaue ich öfter auf meine Uhr und denke: „Ah, ich wünschte, es wäre schon 10 Minuten in der Zukunft.“ Also, joggen, ich gehe gerne joggen, aber die Zeit vergeht nicht schnell.
sagen wir so. Oder also beim Joggen, das kaufe ich dir nicht ab. Das glaube ich dir nicht, wenn du sagst: „Oh, beim Joggen vergeht die Zeit wie im Flug.“ Nein, das glaube ich nicht. Aber generell beim Sport. Leute, die Sport lieben, die kennen das Gefühl. Manchmal auch beim Spazierengehen. Wenn ich spazieren gehe, dann genieße ich. Vielleicht gehe ich mit Freunden oder Familie spazieren. Wir unterhalten uns und dann, hups, eine Stunde ist vergangen. Also, solche Momente kenne ich sehr, sehr gut. Jeden Tag habe ich solche Momente, in denen die Zeit wie im Flug vergeht. Ihr wisst vielleicht auch, ich spiele ja jetzt immer mein Piano, mein Klavier, mein elektrisches Klavier. Und ich habe gesagt, immer jeden Tag nur 10 oder 15 Minuten als Routine, dass ich wirklich auch jeden Tag und regelmäßig spiele. Also eine Zeit, die man schaffen kann. Nicht 5 Stunden pro Tag wie Beethoven früher. Das ist ein bisschen unrealistisch für mich. Wobei Beethoven, der hat wahrscheinlich 24 Stunden gespielt, oder? Im Schlaf hat der Beethoven noch seine Finger bewegt. Nein, so viel Zeit habe ich nicht. Ich habe gesagt, jeden Tag 15 Minuten und am Anfang, da habe ich natürlich ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich war ein kompletter Anfänger. Da waren dann 10 Minuten lange. Also, ich habe gespielt und dachte: wow, so anstrengend“ und ja, 10 Minuten waren da nicht so schnell vorbei. Aber jetzt spiele ich öfter auch kleine Lieder und ich kann ein bisschen spielen. Es macht Spaß. Und jetzt denke ich oft: „Wow, 15 oder 10 Minuten sind ja wie im Flug vergangen. Die Zeit ist verflogen. Ich habe es gar nicht gemerkt und die Zeit war weg.“ Kennst du das? Ich denke, der Hauptgrund ist dieses Element, dass man Spaß hat, dass man sich interessiert für die Sache. Dann kommt man in diesen Flow-Zustand, in diesen Fluss. Man vergisst die Dinge um sich herum. Man ist voll fokussiert auf diese Tätigkeit, auf diese Aktivität. Und das Letzte, woran man denkt, ist die Zeit. Daran denkt man nicht. Man ist voll im Element. Das ist toll. Wenn du diesen Zustand in vielen Dingen haben kannst, auch bei der Arbeit zum Beispiel, boah, das wäre ideal, oder? Wenn du bei der Arbeit im Flow bist. Es gab auch mal so ein Buch, das ich gelesen habe, das hieß Flow. Das kann ich sehr empfehlen. Da ging es auch um dieses Phänomen, diesen Flow-Zustand, dass man nicht merkt, wie die Zeit vergeht, sondern man die Zeit voll genießt. Also beim Sport auf jeden Fall. Und wo das auch eine andere Tätigkeit, bei der das auch ganz, ganz oft passiert, das kennen die Gamer von euch. Leute, die gerne Videospiele spielen. Ich zum Beispiel habe, eine Nintendo und in letzter Zeit, ihr wisst, es ist Winter, es ist kalt, da spiele ich auch gerne mal Nintendo. Am Wochenende natürlich nur 1 Minute. Nein, ich spiele ein bisschen länger. Und nur edukative Spiele, pädagogisch wertvolle. Super Mario. Also, ich spiele Videospiele und da merke ich dann auch nicht, wie die Zeit vergeht. Da ist dann eine Stunde ganz, 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 ganz schnell vorbei. Ich habe den Controller in der Hand, ich spiele, ich lache. Wow, es ist spannend. Ich bin voll im Element. Die Zeit vergeht.
aber ich merke es nicht und dann schaue ich auf die Uhr und, schon wieder eine Stunde gezockt. Da habe ich auch Spaß bei. Bei Mario habe ich Spaß, beim Sport habe ich Spaß, da vergeht die Zeit schnell. Zeit mit Freunden, Zeit mit der Familie, da ist es immer so, dass man interessiert ist, Spaß hat, lacht. All diese Elemente sind meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig für dieses Gefühl, dass die Zeit vergeht, schnell vergeht, dass die Zeit verfliegt. Ah, also da verschwende ich nie Zeit, wenn ich Mario spiele, wenn ich Fußball spiele, wenn ich generell Sport mache, wenn ich wandern gehe, in der Natur bin. Das ist nie Zeitverschwendung. Da bin ich immer im Element und ich wünsche mir sehr oft, ich wünschte, ich hätte jetzt noch mehr Zeit, das zu machen. Es ist dann kurz ein bisschen doofes Gefühl, weil man ja weitermachen möchte, aber später, wenn man reflektiert, ist das ein sehr gutes Zeichen. Dann ist das ein Zeichen, dass es eine Aktivität ist, die dich interessiert, bei der du Spaß hast. Ja, und dann gibt's natürlich das Gegenteil. Ja, die Zeit vergeht nicht nur, auch bei mir vergeht sie manchmal langsam, zum Beispiel beim Warten. Oh, kennst du das? Mit meinen Schülern habe ich ja eine Engelsgeduld, auch mit meinen Freunden, mit meiner Familie. Eine Engelsgeduld. Aber beim Warten irgendwie nicht. Wenn ich warten muss, dann ist das für ein paar Minuten okay, aber ich mag warten nicht. Besonders nicht warten beim Arzt, warten am Bahnhof auf die Deutsche Bahn. Ja, ich hatte jahrelanges Wartetraining in Deutschland. Da ist die Zeit nicht wie im Flug vergangen am Bahnhof. Nein, am Flughafen natürlich auch, muss man auch warten. Da vergeht die Zeit auch langsam, oder? Ja, welche Aspekte spielen hier eine Rolle? Ja, natürlich ganz oben auf der Liste Langeweile natürlich. Langeweile. Ja, man weiß nicht, was man machen soll mit dieser Zeit. Ich habe vieles probiert. Lesen, Podcast hören, meditieren, People watching, ja, so Leute beobachten. Das funktioniert auch eine Zeit lang. Aber wenn ich zum Beispiel von Deutschland nach Japan fliege, das ist von Tür zu Tür ist das eine, ich glaube, 24 Stunden Reise für mich. Also wirklich von meiner Wohnung bis zum Haus meiner Eltern in Deutschland sind das wirklich mindestens 24 Stunden oder mehr. Mit allen Wartezeiten, mit allen Flug- und Fahrtzeiten, 24 Stunden. Und diese 24 Stunden vergehen nicht schnell, nicht wie im Flug, obwohl ich fliege. Also, ich bin im Flugzeug und dann schlafe ich vielleicht, aber wenn ich dann aufwache nach 5 oder 6 Stunden, dann denke ich: „Wow, so lange noch?“ Dann muss man irgendwie die Zeit überbrücken. Etwas tun, was interessant ist, was lustig ist. Na, jetzt kann ich im Flugzeug nicht Futsal spielen, ne? Kann ich vielleicht schon, aber, ich glaube, die anderen mögen das nicht am Flugzeug, wenn ich dann den Ball, äh, in die Economy Class schieße oder in die First Class. Nein, das geht leider nicht. Mario kann ich auch nicht spielen. Hm, was kann ich machen? Lesen zum Beispiel. Ein gutes Buch lesen.
Da kann man dann auch wieder im Flow sein. Aber es ist schwieriger, oder? Man, fliegt ja manchmal auch allein. Also, ich fliege auch oft allein. Das heißt, ich habe dann keine Familie neben mir, keine Freunde, mit denen ich mich unterhalten kann. Alleine vergeht die Zeit manchmal auch langsamer, denke ich, wenn man alleine ist. Langeweile also auf jeden Fall ein Element. Ja, beim Arzt warten, da fühlt sich ich war vor Kurzem beim Ohrenarzt. Ich hatte ein Ohrproblem. Oh, oh. Ich kann jetzt aber wieder hören, keine Sorge. Obwohl, warum Sorge? Ihr hört mich ja. Ich muss mich ja selber nicht hören. Also, ich war beim Ohrenarzt und vor mir waren, ich glaube, 6 Patienten noch. Und ich dachte: „Oh, 6 Patienten, das ist nicht so viel. Vielleicht 20 Minuten?“ Aber dann war es am Ende auch fast nicht ganz eine Stunde, aber 40, 45 Minuten. Ja, und diese Zeit verging wirklich sehr, sehr langsam. Also, man liest ein bisschen, man hört ein bisschen, aber man denkt immer daran: ich will das schnell erledigen. Ich will diesen Termin schnell fertig machen“, oder? Ich denke das oft bei Arztterminen oder Terminen beim Amt. So 'n Amtstermin zum Bürgeramt, den Ausweis verlängern. Wenn ihr nach Deutschland umgezogen seid, dann kennt ihr das, oder? Kennst du das? Du gehst zum Amt und musst dich anmelden oder du bist umgezogen und musst eine neue Adresse anmelden oder für dein Visum, dann kennst du diese langen Wartezeiten, oder? Ja, da vergeht die Zeit nicht schnell. Das glaube ich dir nicht. Und nicht nur Langeweile ist ein Faktor. Visum, Stichwort. Unsicherheit und Nervosität. Auch das sind Faktoren, die die Zeit langsamer vergehen lassen. Kennst du das in der Schule, an der Universität oder bei der Arbeit? Du hast eine Präsentation. Du musst etwas präsentieren vor einer Gruppe, vor einer Klasse. Und du bist nervös. Dein Herz pocht. Tudum, tudum, tudum. Und diese Zeit davor, du denkst: Ich will diese Präsentation schnell machen, schnell hinter mich bringen, fertig machen. Ich will die Präsentation hinter mich bringen.“ Aber diese Minuten davor, die dauern so lange, oder? Bei mir war das immer so in der Schule oder an der Universität. Ich war immer super, super nervös vor Präsentationen. Ja, ich habe gezittert, meine Hände haben geschwitzt und ich dachte: „Oh nein, ich werde so viele Fehler machen.“ Aber dann am Ende, diese Präsentation, hui, die war immer so schnell vorbei. Das waren dann eigentlich 15 oder 20 Minuten, aber irgendwie, danach denke ich dann: „Wow, das war wie eine Sekunde.“ Also, diese Präsentation selbst war dann immer sehr schnell. Aber die Zeit davor, diese Nervosität und Unsicherheit und Angst, die lassen die Zeit auch langsamer vergehen. Wenn man Angst hat, wenn man nervös ist. Du kennst das, oder? Zum Beispiel, wenn du nicht weißt, bekomme ich mein Visum oder nicht? Werden die Menschen mir helfen? Wenn du zum Amt gehst, werden sie Deutsch sprechen? Werden sie mein Deutsch verstehen? Oder bei mir mein Japanisch? Diese Unsicherheit, ja, die
lässt die Zeit langsamer vergehen. Für mich. Für dich nicht? Wie ist das bei dir? Schreib das mal in die Kommentare. In welchen Situationen vergeht die Zeit für dich besonders langsam? Das würde mich interessieren. Also Nervosität, Unsicherheit, Prüfungsstress natürlich. Wenn du deine Prüfung machst, die B1-Prüfung vielleicht, vor der Prüfung, ja, diese Zeit. Oft höre ich das von Leuten, die sagen, Falk, wir mussten vor dem Raum warten, vor der mündlichen Prüfung. Und diese Zeit davor, die war unendlich lange. Unendlich. Es waren nur 10 Minuten, aber es fühlte sich wie eine Ewigkeit an. Es fühlte sich an wie 2 Stunden vielleicht. Interessant, dieses Zeitgefühl. Übrigens Schmerz. Schmerzen fühlen sich auch immer da fühlt sich die Zeit auch immer langsam an, wenn man Schmerzen hat. Ja, wenn man krank ist, oder? Man denkt: „Ich bin doch schon so lange krank und die Zeit vergeht nicht.“ Und wenn du gesund bist und deine Routine hast, wieder ist eine Woche vergangen, wie im Flug. Aber wenn du mal eine Woche krank bist, oh Gott, nach dem zweiten Tag denkst du schon: „Ach Mann, ich will wieder gesund sein. Ich bin schon so lange krank.“ Das ist bei mir immer, wenn ich krank bin. War ich immer sehr ungeduldig. Da, ja, muss ich mich nachträglich bei meinen bei meiner Mutter immer entschuldigen, dass ich immer so ungeduldig war. Ich bin schon wieder so lange krank. Dann waren das nur 2 Tage. Völlig übertrieben habe ich da. Aber Schmerzen, Krankheit, da dauert die Zeit auch länger. Oder wenn man dann im Krankenhaus ist, oder? Boah, ja. Das letzte Mal wann war ich das letzte Mal im Krankenhaus? Das ist zum Glück schon sehr, sehr lange her. Aber du kennst das sicherlich auch, oder? Wenn man im Krankenhaus ist, da vergeht die Zeit auch nicht. Also, langweilige, stressige Situationen, Nervosität, Schmerzen, all diese Faktoren lassen die Zeit definitiv langsamer vergehen. Hängt deine Zeitwahrnehmung auch von deiner Stimmung ab oder nur von der Situation? Also, wenn man in einer guten Stimmung ist, ich habe vorhin gesagt, wenn man viel lacht, dann vergeht die Zeit schneller, meiner Meinung nach. Stress, haben wir gesagt, in der Prüfungssituation, da vergeht die Zeit langsam. Aber auch in Alltagssituationen, also nicht Prüfungsstress oder Arbeitsstress, sondern wenn wir zu Hause sind oder mit unseren Freunden, da gibt es auch Unterschiede, oder? Wenn man eine sehr schöne Unterhaltung hat, eine sehr schöne Konversation, dann vergeht die Zeit sehr, sehr langsam. Manchmal. Ne, warte, jetzt habe ich das falsch gesagt. Bei einer guten Konversation vergeht die Zeit sehr, sehr schnell. Und genau dieses Gefühl kenne ich aus meinem eigenen Sprachunterricht. Wenn ich Japanisch lerne und ein Gespräch so richtig interessant wird, dann merke ich plötzlich, eine Stunde ist vorbei. Und ich denke: „Wie bitte? Schon?“ Das passiert nur, wenn ich mit einer echten Person spreche. Nicht mit einer App, nicht mit einem Textbuch, sondern im echten Austausch. Ich lerne selbst über italki. Das ist eine Plattform für Eins-zu-eins Sprachunterricht mit qualifizierten Lehrern.
Und genau deshalb vergeht die Zeit dort schneller, weil es sich nicht wie Lernen anfühlt, sondern wie ein echtes Gespräch. Wenn du dieses Gefühl auch einmal spüren möchtest, findest du den Link oben in der Videobeschreibung. Mit meinem Code FALK1 bekommst du 5 € Rabatt auf deine erste Stunde. Vielleicht ist diese erste Stunde genau der Moment, in dem sich Lernen für dich ganz anders anfühlt. Kennt ihr das? Kennst du das? Wenn du eine Konversation hast, eine langweilige Konversation und die Zeit will einfach nicht vergehen. Ja, also wenn ich hatte früher, als ich in Berlin gelebt habe, einen Nachbarn und der hat mir immer seine Lebensgeschichte erzählt. So, ich habe meinen Einkauf erledigt. Stell dir das vor, ich komme vom Supermarkt. 2 schwere, volle Tüten mit Lebensmitteln. Komme ins Haus, gehe die Treppe hoch und im Treppenhaus, es war ganz ruhig im Treppenhaus, höre ich, wie der Nachbar seine Tür öffnet. Ich höre das und ich denke: „Oh nein, schnell Falk, schnell die Treppe hoch.“ Aber er sieht mich und sagt: „Hey Falk, wie geht's dir?“ Und ich denke: „Oh nein, jetzt wird die Zeit nicht wie im Flug vergehen.“ Und ich sage: „Ja, mir geht's gut, danke. Okay, ich muss nach oben.“ Und dann spricht dieser Mann über sein ganzes Leben. „Ach ja, übrigens, bla bli blub.“ Und er spricht von Leuten, die ich überhaupt nicht kenne. Und zu dieser Zeit, ich weiß nicht warum, ich konnte nicht einfach gehen. Ich dachte immer, das sei unhöflich und habe dann ein bisschen gehört und ja, und dann habe ich immer dieses Wort gesagt: „Na ja“, merkt ihr das? Wenn Deutsche „na ja“ sagen, dann bedeutet das: „Hey, lass uns das langsam beenden.“ Und zu diesem Nachbarn habe ich schon dreimal „na ja“ gesagt und irgendwann nach etlichen Minuten, nach endlos langen Minuten, die sich wie Jahre angefühlt haben, hat er sich dann erbarmt. Er hat gesagt: „Okay, ich muss jetzt auch los.“ Ich dachte nur: „Danke, Halleluja“ und konnte dann mit meinen Einkäufen nach oben gehen. Ich glaube, ich habe Eis gekauft, das Eis war dann geschmolzen. Aber okay, ich habe die Situation überlebt. Sonst wäre ich ja jetzt nicht hier. Eine klassische Situation, in der die Zeit nicht wie im Flug vergeht. Ja. Aber dieses „Na ja“, merkt ihr das? Das bedeutet, dass die Zeit für die andere Person jetzt zu lang ist. Das Zeitlimit ist erreicht. Du hörst das vielleicht mal am Telefon. Oh, ich höre das oft am Telefon, wenn ich mit meiner Mutter telefoniere. Dann reden wir und dann sagt sie: „Na ja.“ Dann weiß ich: „Okay. Okay, Mama, ich weiß, du hast keinen Bock mehr.“ Und dann sage ich: „Okay, alles klar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.“ Ja, also die Zeit vergeht manchmal gar nicht. Manchmal vergeht sie aber wie im Flug. Wir hatten jetzt gerade dieses Negativbeispiel in der Konversation. Natürlich gibt es auch super Konversationen. Wenn ich zum Beispiel bei meinen Eltern zu Hause bin an Weihnachten mit meinem Bruder, ganze Familie ist da, dann reden wir erzählen uns Geschichten von früher
alte Geschichten, lustige Geschichten und alle freuen sich, alle lachen und da vergeht die Zeit super, super schnell. Also, gute Konversationen, das sind Konversationen, bei denen du nicht merkst, wie die Zeit vergeht. Du denkst: „Oh, wir haben doch nur 10 Minuten gesprochen“, aber in Wirklichkeit ist es 1 Stunde oder 2 Stunden. Manche Leute, die sprechen ja 5 Stunden miteinander. Meine Frau spricht manchmal mit, ihrer Freundin 5 Stunden. Und ich denke: 5 Stunden? Aber das muss eine gute Konversation sein, wenn man sich 5 Stunden mit jemandem unterhalten kann. Wahrscheinlich fühlen sich die 5 Stunden für sie wie 1 Stunde an. Sie fühlen sich kürzer an, nicht wie 5 Stunden. Aber 5 Stunden sind für mich immer 5 Stunden beim Sprechen. Deshalb 5 Stunden Podcast, ihr Lieben, ich weiß nicht, ob ich das machen kann. Wollt ihr wahrscheinlich auch nicht, oder? Schreib's mal in die Kommentare. Willst du den 5 Stunden Podcast? Bitte nicht. Bitte schreib nicht: „Ja, ich möchte das.“ Aber ja, gute Konversationen, da vergeht die Zeit wie im Flug. Warum scheint die Zeit als Kind eigentlich langsamer zu vergehen als im Erwachsenenalter? Hast du eine Idee? Als Kind, da vergeht die Zeit doch viel, viel langsamer als Erwachsener, oder? Also, heute ist für mich eine Woche ganz schnell vorbei. Was habe ich letzte Woche eigentlich gemacht? Keine Ahnung. Weißt du noch, worüber ich im letzten Podcast letzte Woche gesprochen habe? Oder hast du schon wieder alles vergessen? Die Zeit im Erwachsenenalter vergeht immer sehr schnell, oder? Aber als Kind eine Woche, wow, sehr intensiv, oder? Alles ist neu für Kinder. Sie lernen jeden Tag, die ganze Welt ist neu für sie. Früher als Kind, ich kann mich erinnern, ich war bei mir im Garten bei meinen Eltern und es kam ein Schmetterling, so ein weißer Schmetterling. Ich weiß nicht, wie die heißen. Das ist ein weißer Schmetterling und ich habe den beobachtet und ich wollte ihn fangen und anfassen und dann ist er weitergeflogen und ich glaube, damit habe ich mich sehr lange beschäftigt. Heute, wenn ich heute im Garten sitze bei meinen Eltern, dann kommt der Schmetterling, fliegt an meinem Gesicht vorbei und ich denke: „Oh, ein Schmetterling.“ Und nach einer Sekunde denke ich darüber nach, was ich zum Mittag esse. „Oh, Schmetterling. Was esse ich heute? Spaghetti Bolognese?“ Ja, also, das ist nichts Faszinierendes mehr für mich. Leider. Ich wünschte, es wäre so. Aber für Kinder ist alles neu. Sie lernen, sie sind auch neugieriger. „Oh, was ist das? Warum ist das so?“ Und für Erwachsene: ist doch egal. Das ist halt so.“ Die schlechteste Antwort eines Lehrers. Jemand fragt: „Warum ist das so?“ „Das ist halt so.“ Das kannst du hören bei Eltern, wenn die Kinder sehr neugierig sind und fragen: „Warum ist der Himmel blau?“ Oder „Warum ist das Gras grün?“ „Warum können Schmetterlinge fliegen?“ Und die Eltern versuchen, die Fragen zu beantworten, aber die Kinder fragen und fragen und dann sagen die Eltern irgendwann: „Darum, das ist halt so.“ Sie sind verzweifelt. Die Kinder sind so neugierig und für Kinder vergeht die Zeit langsamer.
Die Kindheit. Ja, die Kindheit ist für mich auch schon lange vorbei, aber es gab viele intensive Momente. Ein Schuljahr, die erste Klasse, wow, was ist da alles passiert in diesem einen Jahr? Und heute in einem Jahr, was? Schon wieder ein Jahr vorbei, oder? Für Erwachsene vergeht die Zeit schneller und je älter man wird, desto schneller vergeht die Zeit, oder? Ich meine, ich bin jetzt auch nicht 100 Jahre alt, also ich rede hier vielleicht ein bisschen wie so 'n alter Mann: „Ah, die Zeit vergeht.“ Ganz so schlimm ist es nicht. Aber jetzt ich bin jetzt in meinen Dreißigern, vergeht die Zeit definitiv schneller als, ja, verglichen mit meiner Kindheit, als ich 10 war vielleicht. Da verging das sehr langsam. Ja, alles ist intensiver. Wir erleben im Erwachsenenalter Dinge nicht mehr so intensiv auch, oder? Oder nicht? Oft sind es so Multitasking-Dinge oder wir machen immer viele Sachen gleichzeitig und dann vergessen wir, uns auf eine Sache zu konzentrieren und diese Sache intensiv zu machen, intensiv zu fühlen, zu erleben. Dann vergessen wir sie auch nicht so schnell. Auch beim Lernen. Ne, wenn du nur irgendwie Vokabeln lernst und dann nebenbei noch Musik hörst auf einem Ohr, auf dem anderen Ohr Learn German with Falk und dann noch irgendwie, Sauerkraut isst, dann wirst du diese Zeit nicht intensiv erleben. Aber in so einem Videospiel, ich hatte das Beispiel vorhin mit Mario, da bist du doch voll in diesem Videospiel, oder? Da überlegst du nicht noch, was da neben dir passiert. Früher als Kind, meine Mutter hat gesagt: „Falk, räum dein Zimmer auf und mach deine Hausaufgaben.“ Das habe ich alles nicht gehört. Ich war im Spiel drin. Und wenn wir dieses Gefühl, dieses intensive Gefühl, diese Intensität, wenn wir die auch beim Deutschlernen hätten, dann könnten wir auch Dinge besser behalten, glaube ich. Also, viele Erinnerungen aus der Kindheit, die sind doch noch ganz bildlich da. Erinnerungen aus dem letzten Jahr, ich versuche mein Bestes. Ich versuche auch jetzt, Dinge intensiv zu erleben und ich versuche diesen Podcast für dich intensiv zu machen, damit du auch in einer Stunde vielleicht denkst: „Wow, die Zeit ist schon wieder vergangen, eine Stunde.“ Es hat sich nicht wie eine Stunde angefühlt. Ich hatte Spaß, es war lustig, ich habe gelacht, ich habe gelernt, aber ich habe nicht daran gedacht, dass ich lerne. Ich habe nebenbei gelernt. Das ist mein Ziel hier auch für diesen Podcast. Ich will den ja auch unterhaltsam, informativ und lustig machen. Nicht, dass du sagst, ja, nach 5 Minuten: „Wie lange quatscht der Alte noch?“ Wenn du das Gefühl hast, dann ist das, ja, nicht gut. Dann mache ich etwas falsch. Ich hoffe, es ist nicht so. Also, als Kind erlebt man Sachen intensiver. Sommerferien, oder? In Deutschland waren früher, zu meiner Zeit, die Sommerferien immer 6 Wochen. 6 Wochen Sommerferien. Und diese 6 Wochen waren so intensiv. Fußball spielen, jeden Tag Eis essen, mit Freunden treffen, schwimmen gehen, zur Ostsee vielleicht fahren, verreisen. 6 Wochen und heute 6 Wochen? Oh, so schnell vorbei. Ich war ja vor ein paar Jahren, vor ein paar Jahren, ist jetzt auch schon 6, 7, ja, vor 8 Jahren
Vor 8 Jahren war ich ja oder 7,5 Jahren war ich ja in Australien für ein Jahr. Ich habe so ein Work and Holiday gemacht. Wobei es war mehr Holiday als Work. Ich habe auch gearbeitet, aber ich bin viel gereist und habe viele Aktivitäten gemacht, viel erlebt. Und diese Zeit, das war auch ungefähr ein Jahr, das war auch sehr intensiv. Also, es geht auch als Erwachsener, so eine intensive Zeit zu haben. Aber nur wenn man wieder irgendwo ist, wo es neu ist, wo man lernen kann. Und deshalb machst du das ja genau richtig mit dem Sprachenlernen. Du machst das genau richtig. Als Erwachsener muss man sich auch wieder Dinge suchen, die man lernen kann. Als Kind ist das automatisch. Sprache lernen, in der Schule Mathematik, die Natur, alles ist Lernen. Aber als Erwachsener, das ist so, man kennt alles, diese alltäglichen Dinge, und dann ist man oft in dieser Routine und dann vergeht die Zeit und man denkt: „Hä? Was? Schon wieder eine Woche vorbei oder ein Monat oder ein Jahr?“ Unglaublich. Also, man muss sich diese Momente des Lernens auch schaffen. Lebenslanges Lernen. Ich lerne ja auch Japanisch und ich habe gesagt, ich lerne Klavier spielen. Diese Sachen helfen mir natürlich auch, immer wieder neue Dinge zu lernen, sodass man, ja, eine intensive Zeit hat, dass die Zeit interessant ist. Nur in den Routinen sein, dann denkt man manchmal: „Oh, ein Jahr vorbei, was habe ich eigentlich gemacht?“ Das wollen wir ja nicht. Und ja, Multitasking, ich habe das schon, glaube ich, in vielen Podcast-Episoden gesagt. Manchmal kann es hilfreich sein, besonders wenn man mal 2 Dinge gleichzeitig macht. 2 Dinge gleichzeitig. Aber wenn man 3 Dinge oder 4 Dinge gleichzeitig macht, dann kannst du die Zeit nicht intensiv erleben. Du kannst dich nicht wirklich auf die Dinge konzentrieren. Und am Ende fragst du dich vielleicht auch: „Was habe ich eigentlich gemacht?“ Also, beim Lernen, beim Sprachenlernen empfehle ich dir kein Multitasking. Es gibt auch natürlich dieses passive Hören, also zum Beispiel Podcast hören und dabei etwas machen. Klar, das ist auch super, aber wenn du dich voll konzentrierst, dann wirst du mehr aus diesem Podcast ziehen können. Es wird intensiver für dich, diese Zeit, und dann wirst du dich auch intensiver daran erinnern können. Das Gehirn, ich glaube auch das Gehirn, das Ding hier drin, in meinem Kopf, ich hoffe, es ist da. Dieses Gehirn spielt auch eine wichtige Rolle beim Erleben von Zeit, von Intensität. Und wenn wir ja neue Dinge lernen, dann muss das Gehirn aktiv arbeiten. Das Gehirn speichert Neues detaillierter, speichert neue Dinge lieber, speichert sie, verknüpft sie gerne, verbindet sie gerne mit Dingen, die schon da sind, die wir schon gelernt haben. Aber neue Dinge sind für das Gehirn auch immer interessant. Deshalb super, dass du Deutsch lernst, super, dass du hier bist. Du machst das sehr gut und dein Gehirn mag das auch. Manchmal denkst du vielleicht, das Gehirn mag das nicht. Ah, ich habe die Vokabel schon 10-mal gelernt, aber mein Gehirn will diese Vokabel nicht. Doch, dein Gehirn will die Vokabel, aber du hast noch nicht die beste Verbindung gefunden. Manche verbinden sich sofort, besonders diese schlechten Wörter, dieses heiße Wort zum Beispiel, das kennt ja jeder, selbst Leute, die nicht Deutsch lernen, weil das irgendwie emotional verknüpft ist.
Es ist lustig oder es ist irgendwie 'n bisschen auch böse, gemein. Das kann sich das Gehirn dann leicht merken. Also, Zeit beim Lernen wenn die Zeit beim Lernen wie im Flug vergeht, dann hast du gewonnen. Dann hast du gewonnen. Dann ist es nämlich einfach nur Spaß und du musst dich nicht quälen und dann bist du auch nicht so frustriert. Wir sind ja alle frustriert beim Sprachenlernen. Immer: „Ach, ich bin noch nicht auf dem B2-Level." Übrigens, ich werde nächste Woche das erste Mal ohne Übersetzer alleine zum Arzt in Japan gehen, der kein Englisch und auch kein Deutsch natürlich spricht. Ich werde euch ein Update geben, wie das war. Für die, die es, schon mal hatten, schreibt das doch mal in die Kommentare. Wie war das? Ist die Zeit wie im Flug vergangen? Das erste Mal im Ausland beim Arzt in einer Fremdsprache? Schreibt das mal. Würde mich interessieren. Eine andere wichtige Frage, die wir uns natürlich immer stellen müssen, ist heutzutage die Technologie. Hat die Technologie unser Empfinden, unser Gefühl für die Zeit verändert? Was denkst du? Smartphones, Laptops, Kameras, all diese Dinge, haben die unser Gefühl für Zeit verändert? Einige von euch werden das kennen. Ihr habt das Smartphone und ihr scrollt dung, dung, dung hier mit dem Daumen nach unten, nach oben und unten, das Daumentraining. Und dann schaut ihr da irgendwie Videos oder Bilder und dann ist eine Stunde wie im Flug vergangen, aber dann ist das kein positives Zeichen, sondern diese Zeit habt ihr verschwendet. Und ihr denkt: Ich war doch nur kurz, ich habe doch nur ein paar Videos geschaut. Ich war doch nur ganz kurz am Smartphone." Und nee, es war nicht kurz, es war eine Stunde. Also, das steht ein bisschen im Kontrast zu dem, was ich vorhin gesagt habe, oder? Also, vorhin habe ich gesagt, wenn man die Zeit vergeht, wenn man Sachen genießt, wenn es interessant ist, wenn man lacht. Okay, vielleicht lacht man auch bei diesen Videos, aber manchmal ist das ja so dieses Doomscrolling. Den Begriff habe ich, gelernt, den englischen Begriff. Also dieses einfach nur scrollen und dabei nicht denken, das da vergeht die Zeit auch schnell. Und diese Zeit genießen wir ja nicht, oder? Sei ehrlich, wie viel Zeit verbringst du pro Tag mit Scrollen? Und denkst du, wenn du scrollst, dass diese Zeit schnell vergeht oder langsam vergeht? Ich habe viele Bekannte, die mir sagen, dass die Zeit ganz schnell vergeht. Sie scrollen bei Instagram oder bei TikTok und dann denken sie: „Was? Ich war doch nur ganz kurz da. Ich habe doch nur ganz kurz ein paar Videos geschaut." Aber es ist eine Stunde vergangen und sie fühlen sich schlecht danach. Meiner Meinung nach hat das Smartphone, besonders soziale Medien, dieses Zeitempfinden definitiv auch verändert. Definitiv. Heutzutage, wenn wir online gehen, wenn wir ins Internet gehen, Apps benutzen, wir bekommen überall diese neuen Reize. Werbung, Videos, Skandale, Chaos, schlechte Nachrichten. Wir werden mit Eindrücken, mit Nachrichten bombardiert und diese Reizüberflutung, also zu viele Reize, zu viele von diesen Dingen
die führen auch dazu, dass, ja, die Zeit irgendwie anders vergeht, oder? Wenn man diese Skandale, diese Werbung, das alles sieht, dann kommt man manchmal nicht klar und die Zeit ist vorbei. Man liest diesen Artikel, man liest eine Werbung hier, eine Werbung da, man schaut ein YouTube-Video, auch YouTube-Videos, klar, besonders kurze Videos, ne? Sind doch eigentlich kurz. Aber am Ende werden viele kurze Videos zu einer sehr langen Zeit Video schauen. Ja, also so diese Mikrodopamineffekte, die haben auch unser Zeitempfinden verändert. Dopaminschock hier, Dopaminschock da. Viele kleine Dinge, die aber am Ende dich vielleicht viel Zeit kosten. Lebenszeit, Lernzeit. Mann, hör auf zu scrollen und lern Deutsch. Deshalb, ich benutze soziale Medien nicht mehr privat, sondern auch nur noch, um eben, ja, deutschen deutsche Lerninhalte zu kreieren, sodass ihr, wenn ihr bei Instagram seid zum Beispiel oder, ja, bei YouTube, dass wenn ihr sowas schaut, kurze Videos zum Beispiel, dass ihr wenigstens das auf Deutsch schauen könnt. Das ist auch mein Tipp. Wenn du viel am Smartphone bist, wenn du viel solche Videos schaust, schau sie zumindest auf Deutsch oder in einer anderen Sprache, dass du wenigstens diesen Lerneffekt hast, dass du die Zeit nicht verschwendest, sondern die Zeit effizient, ja, nicht ganz effizient, aber ein bisschen effizienter nutzt. Ich glaube, Scrollen ist nie intensive Zeitnutzung. Ja, heutzutage, wir haben zu viele Optionen. Kennst du das? Viele Leute viele Leute erzählen mir: „Falk, ich habe nicht genug Zeit. Ich habe nicht genug Zeit“, sagen sie mir. Ich frage: „Wofür? Wofür hast du nicht genug Zeit?“ „Ja, ich will eigentlich Deutsch lernen oder ich will eine Reise machen oder ich will, ja, ein Instrument lernen. Ich will mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen. Aber ich habe keine Zeit“, sagen sie. Sie haben das Gefühl, aber sie haben oft einfach vielleicht die falschen Prioritäten auch. Zum Beispiel soziale Medien, ne? Da könnte man Zeit einsparen. Aber warum ist das so? Hast du auch viele Bekannte, die sagen: „Ich habe keine Zeit?“ Das Leben ist schneller geworden. Es gibt zu viele Optionen. Es gibt gar nicht mehr diese Langeweile, ne? Dass man mal wirklich voll im Moment ist, mal einfach nur atmet, einfach die Natur genießt. Das gibt's nicht mehr so. Also, dieses Zeitempfinden hat sich voll verändert. Zu viele Optionen. Früher früher konnte man nicht ins Internet gehen, man konnte nicht reisen. Ja doch, man konnte reisen, aber es hat, ja, lange Zeit, gebraucht und es hat nicht jeder gemacht. Also, unser Zeitempfinden hat sich verändert. Unsere Welt hat sich verändert. Der Kalender ist doch immer voll, oder? Ist dein Kalender voll oder hast du auch ein bisschen Zeit für dich darin? Diese Busy Culture, die Beschäftigt-Kultur. Ja, es ist heute auch oft ein Statussymbol, dass du sagst: „Ah, ich bin so beschäftigt, ich habe gar keine Zeit.“ Manche Leute, die sagen: „Ah, die sind traurig, ich habe nicht genug Zeit.“ Andere Leute, die sagen: „Haha, ich habe keine Zeit, ich bin busy.“ Ja. Es gibt beides. Mhm.
Zeit. Zeit als Statussymbol. Im Deutschen gibt es wahrscheinlich in jeder Sprache auch, nicht nur im Deutschen, gibt es das, Sprichwort: „Zeit ist Geld." Zeit ist Geld. Aber Zeit ist doch viel wertvoller als Geld eigentlich, oder? Hast du dir mal Gedanken gemacht, wie du deine Zeit eigentlich verwenden möchtest jeden Tag? Wenn du irgendwie etwas schaust, einen Film schaust, ein Buch liest, einen Artikel liest, machst du dir dann Gedanken: „Hm, soll ich meine wertvolle Lebenszeit dafür, ja, ausgeben, dafür verwenden?" Ich finde das eigentlich interessant. Ich habe das auch in einem YouTube-Video gesehen, dass wenn man nicht sicher ist, ob man etwas machen soll, soll ich mich mit dem Freund oder dem Bekannten treffen? Soll ich zu diesem Event gehen? Dann mal sich fragen: Soll ich meine Zeit investieren, meine kostbare Lebenszeit? Oder was sind meine Prioritäten? Zeit ist Geld. Nein, denke ich nicht. Ich denke, Zeit ist wertvoller als Geld. Was denkst du? Was ist wertvoller, Zeit oder Geld? Mit Geld kann man sich Zeit kaufen. Vielleicht. Vielleicht, wenn man viel Geld hat, dann muss man vielleicht nicht so viel arbeiten und hat dann mehr Zeit. Aber am Ende des Tages wollen wir doch alle mehr Zeit haben, oder? Was bringt dir Geld, wenn du keine Zeit hast, das Geld auszugeben? Wenn du einen Tag die Zeit anhalten könntest, wann würdest du das tun? Welchen Tag würdest du gerne anhalten wollen und intensiv erleben wollen, intensiver? Ich auf jeden Fall einen Tag mit meiner Familie, wo wir alle zusammen sind, wo wir alle lachen, vielleicht irgendwie Weihnachten. Weihnachten ist aber ja ist so kalt, ne, im Winter. Vielleicht lieber ein Sommertag, ein Sommerfamilientag im Garten bei meinen Eltern. Die Sonne scheint, es ist nicht zu heiß, nicht zu sonnig. Ja, das ist wieder typisch deutsch. Das Wetter muss perfekt optimiert werden. Und dann mit der Familie zusammen sein, zusammen lachen, glücklich sein. Da würde ich manchmal gern die Zeit anhalten. Und deshalb, diese Momente will ich noch mehr genießen. Wenn ich merke, wow, das ist ein toller Moment mit anderen Menschen, intensiv. Diesen Moment will ich voll genießen. Und zum Beispiel genießt man sowas ja dann auch mehr, wenn man das bewusst macht und dann nicht nebenbei noch scrollt auf dem Smartphone oder Musik hört, sondern voll im Element sein mit anderen Leuten. Und dann habe ich eine interessante Frage von einem Schüler bekommen. Der hat gesagt: „Würdest du lieber in der Vergangenheit leben oder in der Zukunft?" Schwierige Frage. Vergangenheit oder Zukunft? Ich glaube, ich würde lieber es gibt für beides Pro und Contra. Aber ich glaube, vielleicht lieber also die 90er Jahre, meine Kindheit, das war schon 'ne coole Zeit. Und ich weiß ja nicht, wie die Zukunft sein wird. Vielleicht wird die Zukunft auch cool, oder? Vielleicht sind wir alle ein bisschen zu pessimistisch. Vielleicht wird die Zukunft super. Aber die 90er Jahre, wenn ich Zeit reisen könnte, würde ich, glaube ich, noch mal in die 90er reisen. Nicht für immer, nur mal, um noch mal dieses Gefühl zu haben. Und du? Wo würdest du hinreisen? In die Zukunft oder in die Vergangenheit? Und warum? Schreib das mal unbedingt jetzt in die Kommentare. Hack jetzt in die Tastatur.
Ich hoffe, du hast diese eine Stunde, sind wir schon bei einer Stunde? Ja, schon eine Stunde. Ich hoffe, für dich ist die Zeit wie im Flug vergangen. Ich hoffe es. Denn dann hast du diesen Podcast genossen. Das wäre für mich das größte Kompliment. Also, ich wünsche dir eine zeiteffiziente, wunderschöne Zeit beim Lernen, bei der du nicht immer auf die Zeit achten musst. Und wir sprechen uns hoffentlich in der Zukunft wieder, in einer schönen, rosigen Zukunft beim nächsten Podcast, in der nächsten Episode. Also ihr Lieben, tschüss und bis bald.